Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu einem weiteren Video von mir, KeenShows. Heute wieder mit Amnesia, viel Spaß beim Gucken. Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind, aber es sieht so aus, als würde ich in das Gästezimmer gehen wollen. My journal is gone. What would they want with my journal? Geh weg. Komm. Okay, das funktioniert nicht. Ah. Ja, gut. Ah. 2nd of July, 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Oh, sure. Third of July, 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colourful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, "Recovered Daniel after 1 hour of entrapment." This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Welche Teile im Wohnzimmer? Habe ich irgendwas verpasst und nicht genau hingeguckt hast? Da echte YouTuberin. Daniel? What? Still having nightmares, I see. Yes, I can't shake them. They come every night. We'll put a stop to them. You'll see. Aha, ist ja nicht auf. Ui. The key.
Was? Nein, warum hast du mich entdeckt? Das habe ich doch. Nein. Okay, also ich dachte, das wohl nicht versuchen. Zuschauen. Das muss ja dann klar ist. Offensichtlich ist es jetzt verschwunden. Strangers. 4th of July, 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Aha. Oh, thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. So jemand? Nein? Sieht so aus, als wäre da ein Schlüssel dran. Ach, wo ist der Schlüssel? Oh. Da ist er. Ich habe nicht mehr viel Öl, ich will das jetzt nicht verschwenden, aber sonst finde ich den Schlüssel. Wo ist der hin? So. Was? Den anderen Spielstand mal laden. The key. Please, let it be here. Ah, jetzt wirst du mich nicht finden. Ich bin nicht super versteckt. Du hast wohl gerade an einen Schrank ein, was?
Habe ich das nicht gut gemacht. Fourth of eight. Oh, thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Okay, jetzt habe ich den. Und jetzt komme ich wohl auch in den Maschinenraum. Und da ich den Maschinenraum-Schlüssel habe. July 1839. Today I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may, in fact, have inspired the globus cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. So. Ich weiß nicht, was es bringt, aber im Grund freue ich mich, dass ich das geschafft habe. July 1839. I've read every book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, my knowledge is lack for the insight I crave. I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia. He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, "I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle. Signed, Alexander." What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful, with so many sleepless nights dreading a repeat of those horrid dreams.
Tomorrow, I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Es sind nur noch 2 Stäbe für die Aufzugsmaschine übrig. Entferne nun nur diejenigen, die stark beschädigt sind, und lass die anderen in den inneren Studierzimmern für den Fall, dass wieder alle 3 brechen. Ja, ich habe jetzt aber alle 3. Ich habe keine Ahnung, welche Reihenfolge die dahin gehören. Ich meine, das gibt doch bestimmt einen Sinn. Das ist der Kreislauf, also kommt's. Das ist der Trinity-Traumschlag, also kommen dann 3. Das ist der Kreislauf, also kommen wir zum Kreis. Und das hier sind 4 Phasen, also so. Das ist ja easy going. Beispiel offen. Oh, ich habe welche gesehen. Nämlich. Und zuerst 1. Hier oben ist. Oh, Kiste. Ich habe ihn übersehen. Kurz gibt es mittlerweile bei Amnesia einen sogenannten Hard Mode. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Hardcore Mode. Ja, den werde ich dann wahrscheinlich irgendwann mal anfangen, nachdem ich das Spiel hier durchgespielt habe. Warum hat das Ganze eigentlich, warum hat man das Schloss eigentlich so auseinandergenommen? Okay. Dass ich jetzt total viel Arbeit habe, um alles wieder zum Laufen zu bringen. Okay. Soll ich jetzt noch was machen? Hallo, oder? Es sieht so, als könnte man noch irgendwas machen, aber... Nochmal, da war doch dieses eine mit den komischen Teilen da am obersten Raum. Jetzt hier.
irgendwelche hoch 8 und runter 8. Okay. Auch eine 5, eine 2 und eine 1 unten. Das kommt nach unten. Beiden bleiben oben. Brauche ich noch das. Mist, hatte ich gerade Mr. Bean gesagt? Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich gesagt habe, was hat sich angehört wie Mr. Bean. Okay, bringen wir den Aufzug mal zum Laufen. Ah! Nein! Nein, lass mich. Ich will nicht von diesem komischen Teil berührt werden. Okay, den Hebel lege ich allerdings erst in der nächsten Episode um, da ich bereits 25 Minuten aufgenommen habe. Es wurde mir gesagt, dass ich didaktisch erstmal aufhören sollte. Jedenfalls wird es mir von einigen Zuschauern empfohlen. Das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht machen, allerdings könnt ihr jetzt oben links in der Ecke, da oben, ne, eine Abstimmung machen, ob ich jetzt ganz normal weitermachen soll, also jedes dritte oder vierte Video oder so ist zu Amnesia, oder ob ich das Spiel dann über einen längeren Zeitraum schreiben soll und alle 9 oder jedes 9. oder 10. Video oder so ist dann zu Amnesia The Dark Descent. Stimmt einfach mal drüber ab und dann sehe ich euch wieder im nächsten Video. Ciao. KeenShows.